Heute beim Quickcheck. Wir haben unseren Lieferanten Ehndals zu Gast und sprechen über ihr Engagement für den Umweltschutz. Was ein Schnittschutzhandschuh damit zu tun hat, das erfahrt ihr jetzt. Erzählt doch mal, was habt ihr uns heute mitgebracht und was macht das Ganze so besonders? Wir haben euch heute den Tegera 909 und 906 mitgebracht. Das ist der gleiche Handschuh, nur in einer anderen Farbe. Und das ist ein ultradünner Schnittschutz-B-Handschuh, ultra feinfühlig. Wenn man ihn an der Hand trägt, hat man eigentlich das Gefühl, dass man einen Montagehandschuh anhat, weil er wirklich so flexibel und beweglich ist. Wir haben hier 18 Gauge verarbeitet, das sind die Maschen, die auf einem Zoll sind. Das heißt, er ist sehr flexibel, sehr beweglich, sehr feinfühlig. Und wir haben eine Polyurethan-Beschichtung auf dem Handschuh, die auch nochmal diese Feinfühligkeit unterstützt, da das den Handschuh noch besonders oder die Beschichtung besonders dünn ist und dem Ganzen noch Grip verleiht. Was bei dem Handschuh jetzt eine Besonderheit ist, ist die Bio-Based Dyneema-Faser. Das ist die Schnittschutzfaser, die besonders umweltfreundlich ist. Und im Vergleich zu herkömmlichen HMPE-Fasern können wir hier unseren Fußabdruck um bis zu 90% reduzieren und damit eben auch die Abhängigkeit von den fossilen Brennstoffen. Schnittfest und noch umweltfreundlich. Was für eine Wunderfaser ist das? Das ist eine ganz besondere Faser. Das ist eine hochmolekulare, das heißt eine sehr hochverdichtete Polyethylenfaser. Und diese Faser hat einige Vorteile. Auf der einen Seite bringt es uns einen sehr guten Schnittschutz und auf der anderen Seite einen guten Komfort. Diese Schnittschutzfaser hat einen runden Querschnitt. Und wenn ich in den Handschuh reinschlüpfe, habe ich gleich das Gefühl, dass es ein bisschen kühl ist und auch atmender Handschuh und ich fühle mich nicht so eingeengt, ganz bequem. Und hier mit dieser biobasierenden, hochmolekularen Polyethylenfaser habe ich auch noch den Vorteil, dass ich auch was Gutes für die Umwelt tue. Ich möchte nochmal das Thema Umweltschutz ansprechen. Nachhaltigkeit scheint ja bei euch einen hohen Stellenwert zu haben. Natürlich versuchen wir so viel wie möglich an Müll einzusparen. Wir möchten nicht so viel Flugtransport haben, sondern versuchen auf den Schiffsweg bzw. auch auf die Bahn umzusteigen, um dort die ganze CO2-Emission zu minimieren. Wir versuchen so wenig wie möglich Chemikalien zu nutzen und wenn wir welche nutzen müssen, schauen, dass wir das wieder recyceln können. Und auch im Bereich Verpackung schauen wir, dass wir dort ganz große Verpackungen machen. Das heißt, dort so wenig wie möglich Einzelverpackung und wenn möglich, dass wir auf Kunststoff verzichten können. Da gehen der Werkstattalltag und die Nachhaltigkeit quasi Hand in Hand. Danke, dass ihr da wart.